Hello, our friends. Hallo, unsere Freunde. We are in John chapter 14, verse 2. Wir sind in Johannes Kapitel 14, Vers 2. My Father's house has many dwelling places. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. If it were otherwise, I would tell you plainly, because I go to prepare a place for you. Wenn es anders wäre, würde ich es euch deutlich sagen, denn ich will euch einen Platz bereiten. Let me explain something to you here. Lass mich hier etwas erklären. You know, how can you hear these words and still be attached to a dwelling place on earth? Weißt du, wie kannst du diese Worte hören und dich mit einer Wohnung auf der Erde verbunden fühlen? I mean, Jesus is telling them, I'm going away. Jesus sagt ihnen, ich gehe weg. He did not tell them where he was going. He just told them they could not come. Er sagte ihnen nicht, wohin er gehen wird. Er sagte ihnen bloß, dass sie nicht mitkommen können. That was in chapter 13. Das war im Kapitel 13. But here he's actually telling them where he's going. Aber hier sagt er ihnen eigentlich, wohin er geht. He's going to heaven. Er geht in den Himmel. He kept telling them that he's coming from the Father, which is God, so they knew that Father's house is in heaven. Er sagte ihnen immer wieder, dass er vom Vater kommt, der Gott ist, damit sie wussten, dass das Haus des Vaters im Himmel ist. So at least from that moment on, they should have been excited for him going away. Spätestens von diesem Zeitpunkt an hätten sie sich über seinen Fortgang freuen sollen. Let me put this in a very plain language. Lass es mich ganz einfach ausdrücken. You live in a very poor wooden hut. Du wohnst in einer sehr ärmlichen Holzhütte. No electricity and no water. Ohne Strom und ohne Wasser. And I say to you, Und ich sage dir, guys, I'm going to Dubai and I'm going to prepare a huge mansion for you to live forever. Leute, ich gehe nach Dubai und werde euch eine riesige Villa bauen, in der ihr für immer leben könnt. Would you have this response? Würdest du diese Antwort geben? Oh, don't go, Reinhard, don't leave me. I don't want you to leave me, please. Oh, geh nicht, Reinhard, verlass mich nicht. Ich will nicht, dass du mich verlässt, bitte. You would actually say, oh my God, this is so kind. Go, quickly go. Du würdest tatsächlich sagen, oh mein Gott, das ist so lieb. Geh schnell weg, geh. So Jesus is making it clear now. He's saying, I'm going to heaven and I'm going to prepare a place in heaven for you guys. Jesus macht es jetzt deutlich und sagt, ich gehe in den Himmel und ich werde für euch einen Platz im Himmel vorbereiten. How can we understand from the Bible the reality of heaven and our future dwelling place Wie können wir in der Bibel die Realität des Himmels und unserer zukünftigen Wohnung verstehen and be still attached to an earthly dwelling place? und trotzdem an einer irdischen Wohnung festhalten? Do you know, we live in a really big house. Weißt du, wir leben in einem wirklich sehr großen Haus. A nice house, a beautiful house with a perfect view, Ein nettes und wunderschönes Haus mit einer optimalen Aussicht, which the Lord has just given us out of nowhere, unexpectedly. das uns der Herr aus heiterem Himmel geschenkt hat. It all happened through Debbie having a prophetic dream and God waking me up in the middle of the night and speaking to me about it. Debbie hat einen prophetischen Traum und Gott weckte mich mitten in der Nacht auf und sprach mit mir darüber. And God speaking to somebody else that they should rent this for us. Und Gott sprach zu jemand anderem, dass er es für uns mieten soll. So when I saw this mansion, Als ich diese Villa sah, I said to Debbie, sagte ich zu Debbie, I said, sweetheart, if we move into this house, Liebling, wenn wir in dieses Haus einziehen, would we be able to, after this, move back to a very small apartment? könnten wir danach wieder in eine sehr kleine Wohnung umziehen? Do you know what Debbie said without thinking? Weißt du, was Debbie ohne nachzudenken antwortete? So that's how you knew it came from her heart. So wusste man, dass es von ihrem Herzen kam. She said, I would be very happy to. Ich wäre auch dort sehr glücklich. And you know, this is the important key. Und weißt du, das ist der wichtige Schlüssel. It is that you can have anything in this world as long as it doesn't have you. Es bedeutet, dass du alles auf dieser Welt haben kannst, solange es dich nicht besitzt. Heaven needs to have you. Der Himmel braucht dich. You know, where your treasure is, that's where your heart is. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. So they should have put that treasure in heaven where the future home will be forever. Sie hätten also ihren Schatz in den Himmel setzen sollen, wo ihr zukünftiges Zuhause für immer sein wird. Then they would have been so happy for Jesus going. Dann hätten sie sich so gefreut, dass Jesus weggeht. Because the reality is he didn't leave them. Denn in Wirklichkeit verließ er sie nicht, He went with the purpose to prepare a place. sondern ging mit dem Ziel, einen Platz vorzubereiten. Look, Schau, verse 3, and when everything is ready, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Vers 3. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. So Jesus is telling them, my going away is very temporary. Jesus sagt ihnen,
Mein Weggang ist nur vorübergehend. And it has the very purpose of prepare for you a place in the most beautiful place that exists. Und es hat genau den Zweck, euch den schönsten Ort zu bereiten, den es gibt. This is the reason why in 41 years of serving Jesus, I've never done a funeral. Das ist der Grund, warum ich in meinen 41 Dienstjahren noch nie eine Beerdigung durchgeführt habe. And I don't want to ever do one. Und ich will nie eine machen. Because if I would do one, I would throw a party. Denn wenn ich eine machen würde, würde ich eine Party schmeißen. Wow, this brother, this sister are allowed to move into the new beautiful house. Wow, dieser Bruder und diese Schwester dürfen in das neue, wunderschöne Haus einziehen. Listen people, I was dead for about 4 hours. Hört zu, Leute, ich war etwa 4 Stunden lang tot. I know the reality of heaven. Ich kenne die Realität des Himmels. The worst house in heaven is better than anything on this earth can ever be built. Das schlechteste Haus im Himmel ist besser als alles, was auf dieser Erde jemals gebaut werden kann. Everything on this earth loses value compared to the beauty of heaven. Alles auf dieser Erde verliert an Wert im Vergleich zur Schönheit des Himmels. So Jesus is trying to tell them this, and the whole Bible teaches us the same thing. Jesus versucht, ihnen das zu sagen und die ganze Bibel lehrt uns das Gleiche. Think what Colossians says. Überlege, was der Kolosserbrief sagt. Since you have been raised with Christ, put your heart above where Jesus is. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. We don't put our heart where Jesus is, we put our heart on this earth all the time. Wir legen unser Herz nicht, wo Jesus ist. Wir setzen unser Herz auf diese Erde die ganze Zeit. You know, the way many Christians live their lives. Weißt du, die Art und Weise, wie viele Christen ihr Leben leben? Look, Jesus said here, when everything is ready, I will come back to get you. Schau, Jesus sagt hier, wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch holen. The way so many Christians live, I wonder how they react when Jesus gets them. So wie so viele Christen leben, frage ich mich, wie sie reagieren, wenn Jesus sie holt. Why did he get me here? I still want to get married, have a nice career, have a big house. Ach, warum holt er mir hierher? Ich will doch noch heiraten, eine tolle Karriere machen und ein schönes Haus haben. You came back too quick. Ach, du kommst zu schnell zurück. You see, Jesus will come back in 2 ways. Siehst du, Jesus wird auf 2 Arten zurückkommen. He will come back as a bridegroom or he will come back as a thief. Er wird als Bräutigam oder als Dieb wiederkommen. If you have your heart attached to this earth, he will come like a thief for you. Wenn du dein Herz an diese Erde gehängt hast, wird Jesus wie ein Dieb zu dir kommen. But if your heart is attached to heaven, he will come as your beloved bridegroom. Aber wenn dein Herz mit dem Himmel verbunden ist, wird Jesus als deinen geliebten Bräutigam wiederkommen. I've said it probably hundreds of times, Ich habe es vermutlich hunderte Male gesagt and I will say it again. und ich sage es wieder. The only way you can truly enjoy anything on this earth Der einzige Weg, wie du etwas auf dieser Erde wirklich genießen kannst, is if you are so satisfied with Jesus ist, wenn du so erfüllt von Jesus bist, that you need nothing else here on this earth to make you happy. dass du nichts anderes auf dieser Erde brauchst, um dich glücklich zu machen. Then you can actually enjoy the things of this earth too. Dann kannst du die Dinge auf dieser Erde auch wirklich genießen. But you don't need anything to be joyful. Aber du brauchst nichts, um fröhlich zu sein. It's a secret to learn. Es ist ein Geheimnis, das man lernen muss. See you tomorrow. Bis morgen.